Wenn du einen dieser 5 Fehler im Bitcoin-Crash machst, verlierst du Geld. Und die meisten merken es zu spät. Ein Bitcoin-Crash fühlt sich immer gleich an. Der Kurs fällt schnell, Nachrichten werden negativ, Social Media ist voller Panik. Und plötzlich zweifelst du an allem. Doch das Problem ist nicht der Crash selbst. Das Problem sind die Fehler, die Menschen in dieser Phase machen. Hier sind die 5 größten Fehler, die dich im Bitcoin-Crash Geld kosten können. Fehler 1: Panikverkauf. Der häufigste Fehler ist der emotionale Verkauf. Der Kurs fällt 20, 30 oder sogar 40% und viele verkaufen aus Angst, dass alles auf Null geht. Doch genau hier passiert oft das Gegenteil. Wer in Panik verkauft, realisiert den Verlust. Bitcoin ist volatil. Starke Bewegungen gehören dazu. Wenn du ohne Plan investierst, kontrolliert dich der Markt. Wenn du mit Strategie investierst, kontrollierst du deine Entscheidung. Frage dich vor jedem Verkauf: Reagiere ich rational oder nur emotional? Fehler 2: Alles auf einmal investieren. Der zweite große Fehler passiert nicht beim Fallen, sondern beim Nachkaufen. Viele denken, jetzt ist alles billig, ich gehe all in. Doch was, wenn der Markt weiterfällt? Niemand trifft den perfekten Tiefpunkt. Wer sein gesamtes Kapital auf einmal investiert, nimmt unnötig hohes Risiko in Kauf. Eine durchdachte Strategie bedeutet, in Tranchen zu investieren. Schrittweise, geplant, kontrolliert. Geduld ist im Crash wichtiger als Mut. Fehler 3: Auf die falschen Stimmen hören. Im Crash wird Social Media extrem laut. Influencer versprechen den schnellen Rebound. Andere sagen, Bitcoin sei tot. Beide Extreme erzeugen Emotionen, aber keine Klarheit. Wenn du deine Entscheidungen auf Basis fremder Meinungen triffst, verlierst du langfristig die Kontrolle über dein Portfolio. Informiere dich, vergleiche Quellen und vor allem entwickle eine eigene Strategie. Der Markt belohnt langfristiges Denken, nicht kurzfristige Panik. Fehler 4: Ohne klaren Plan investieren. Viele Menschen steigen in Bitcoin ein, ohne sich vorher eine Strategie zu überlegen. Keine klare Zielsetzung, kein Risikomanagement, kein Zeithorizont. Im Bullrun fühlt sich das gut an, im Crash wird es gefährlich. Beantworte dir folgende Fragen: Warum investiere ich in Bitcoin? Wie lange möchte ich investiert bleiben? Wie viel Risiko kann ich emotional und finanziell tragen? Ein Crash zeigt dir nicht nur den Markt, er zeigt dir auch deine eigene Vorbereitung. Fehler 5: Emotionen entscheiden lassen. Angst und Gier sind die stärksten Kräfte im Markt. Im Bullrun dominiert Gier, im Crash dominiert Angst. Beide führen zu irrationalen Entscheidungen. Erfolgreiche Investoren handeln nicht ohne Emotionen, aber sie lassen sich nicht von ihnen steuern. Ein klarer Plan reduziert Stress. Ein definierter Einstieg und Ausstieg reduziert Panik und ein realistischer Blick auf Risiko verhindert Überreaktionen. Fazit: Ein Bitcoin-Crash ist kein Ausnahmezustand, er ist Teil des Marktes. Wer bereit ist, trifft bessere Entscheidungen. Wer impulsiv handelt, zahlt oft Lehrgeld. Die Frage ist nicht, ob es wieder einen Crash geben wird. Die Frage ist, bist du bereit, wenn er kommt? Bitcoin bleibt volatil. Doch mit Strategie, Geduld und Risikobewusstsein kannst du auch schwierige Marktphasen überstehen. Und genau das unterscheidet langfristige Investoren von kurzfristigen Spekulanten.